Wir sind angekommen in China, endlich mal wieder. Ich glaube, da hat es ein paar Jahre lang pausiert mit einem Blitzrennen oder Sprintrennen, Blitzqualifying, so wollte ich eigentlich anfangen. Also für Sprintrennen gibt es auch eine Quali-Runde, dann fahren wir 5 Runden im Sprintrennen und dann ist ja das gleichzeitig die Quali für das richtige Rennen. Ich wusste gar nicht, dass China jetzt jahrelang ausgelassen wurde, wahrscheinlich auch wegen der Corona-Pandemie. Also ich glaube, in der Corona-Pandemie ist das ausgesetzt worden, klar, weil China war nun mal der Ausgangspunkt der Corona-Pandemie, von daher verständlich, dass da irgendwie nicht gefahren wurde. Aber jetzt ist es wieder zurück, die Strecke ist eigentlich auch eine schön zu fahrende Strecke, vor allem die Schnecke am Anfang sehr, sehr herausfordernd, dann die ultralange Gerade, wo es auch bis auf 330 km/h rausgehen kann. 3 von 4 Zielen habe ich auch schon erreicht. Ich muss jetzt nur, glaube ich, 5 Runden, oder? Was muss ich schaffen? Mal gucken. Das Wochenende mit höchstens 4 Kollisionen mit anderen Autos abschließen. Also im Prinzip muss ich beim Start schon aufpassen, dass ich mit niemandem zusammenkrache, weil bei mir passiert das ganz schnell. Also entweder schneide ich die Kurven oder ich knall mit anderen Autos zusammen. So, und diese lange Gerade, die wird auch so entscheidend hier sein. Mit DRS, mit ERS, wenn ich hier Vollgas gebe, da kann wirklich bis 340 km/h sogar hochgehen. Gucken wir mal, was wir jetzt hier schaffen. Mit DRS und ERS, ihr seht es unten, 336 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das kann natürlich, wenn ich Windschatten habe, nochmal ein paar km/h hochgehen. Aber für jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. 4. Platz. Ich werde, glaube ich, die beste Platzierung hier im Qualifying generell. So, hier auch nochmal. Nicht die Streckenbegrenzung überschreiten. Und dann sind wir fürs Sprintrennen auf Platz 6. Ja, das nehme ich mit. Damit wird sich arbeiten lassen. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch einige Punkte schon im Sprintrennen holen können. Das wäre sehr, sehr wichtig. Genau, offenbar möchten die Reporter nichts sagen. Sprachlos wahrscheinlich von dieser Quali-Runde. Ist ja nur für Sprintrennen, aber gibt auch ein paar Punkte und da will ich auch so weit es geht nach vorne kommen, weil das ja schon die Quali dann fürs richtige Rennen ist. Von daher, auf geht's. Dann starten wir rein in den ersten Teil, Sprintrennen in China und dann gleich noch das richtige Rennen. Ich hoffe, dass wir hier viele, viele Punkte holen. Wir müssen eigentlich ein paar Punkte aufholen. Ja, nicht so guter Start, würde ich sagen. Jetzt vorne die Schnecke. Die muss ich auch hier irgendwie unfallfrei überstehen. Achtung, wie gesagt, maximal 4 Kollisionen darf es geben. Dann erreiche ich nämlich das Ziel. Das ist schon mal die erste Kollision mit Sergio Perez. Warum auch immer oder wo? Wo soll ich ihn da berührt haben? Ich frage mich immer, woher soll die Kollision kommen? Da ist wahrscheinlich gleich die zweite. Hinter uns direkt Sainz und dann Russell. Oh Gott. Achtung, Piastri vorne. Der beim letzten Rennen, glaube ich, eine richtig interessante Strategie gewählt hat in Japan. Der war fast bis zum Schluss draußen. Dann ist er irgendwie als letzter rein und hat dann, glaube ich, noch ein paar Plätze verloren. Also so ideal war das dann auch nicht. So, und ich sehe gleich schon, ich bin hier wieder der lachende Dritte, der hier auch mit Schaden rausgeht. Piastri gegen Leclerc. Lachender Dritter vielleicht. Oh, Piastri ganz außen vorbei. Mit ein bisschen Schmutz auf der Linse, aber das klappt schon. Wir sind übrigens mit Mediums wie alle anderen unterwegs. Oh, Vorsicht. Das zählt, habe ich auch schon als Kollision. Also da muss ich diesmal echt drauf achten. Jetzt die kleinste Berührung. Ja, das zum Beispiel zählt auch als Kollision. Aber da bin ich zum Beispiel wieder nicht schuld. Da war ich jetzt vor Piastri zum Beispiel und er fährt mir einfach hinten rein. Weil er auf der Ideallinie bleibt und davon nicht wegkommen will. Ach du Scheiße, ey. Kommen die denn alle her? So, und dann hier die Eisen gehen. Hier schnell rumkommen. Und das liebe ich ja. Das liebe ich ja auch an Monza und auch an Belgien. Dass man hier ultra viel Gas geben kann. Achtung, wieder Strecke verlassen. 1,37, 2,09, 1,39. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Wir sind also quasi 2 Sekunden langsamer noch als Verstappen, obwohl wir vom Setup her eigentlich echt gut dabei sind. Wir sind zweit- oder drittstärkstes, ich glaube drittstärkstes Team. Ferrari ist, glaube ich, noch einen Platz vor uns und Red Bull natürlich ganz vorne. Aber auch die werden doch irgendwann mal ein paar Einbüßungen haben. Also die werden ja jetzt nicht jedes Rennen dominieren. Wichtig ist halt leicht im richtigen Rennen, weil da gibt es noch richtig viele Punkte abzusahnen. Aber so im Sprintrennen, warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, dass dann die Platzierung hier auch fürs richtige Rennen gilt oder ob man nochmal eine extra Quali macht. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe, glaube ich, vorhin gesehen, dass es da noch einen extra Reiter gibt. Aber wir gucken mal. Vielleicht haben wir Glück und wenn wir Vierter werden, dann starten wir auch von der 4. Und wenn nicht, dann legen wir halt nochmal eine extra Quali-Runde hin. Das sind dann so XXL-Folgen, weißt du, wo erst Sprintrennen mit dabei sind und dann auch normale Rennen. Das wird dann halt eine XXL-Folge. Ich habe ja hier sozusagen einen kleinen Umfragemarathon zurzeit am Start in meinem Community-Tab. Wenn ihr da also noch nicht mitgemacht habt, schaut auch gerne mal in meinem Community-Tab vorbei. Da habe ich so ein paar
ja, leichte Umfragen, wie alt ihr seid und wie zufrieden ihr mit meinem Content seid und so weiter und welche Videolänge. Und da haben ja viele angegeben, so zwischen 15 und 20 Minuten ist okay. Und auch andere Spiele, dass ich auch andere Spiele abdecken soll, also halt, ne, andere Projekte. Da könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben, weil wenn nichts vorgeschlagen wird, dann kann ich auch nichts verändern. Und von daher macht da gerne nochmal mit, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Community Tab, einfach mal vorbeigucken, da waren, glaube ich, über 6-7 Tage ein paar Umfragen. So, schnellste Runde jetzt für mich, 1,34, 7,32. Und vorne ein Dreikampf zwischen Leclerc, Verstappen und Norris. Und mir, oh, da ist was geflogen. Da ist jetzt was abgesplittert. 4 Teams hintereinander. Norris, Verstappen, Leclerc. Hinter uns Sergio Perez mit 1,5 Sekunden Abstand. Der McLaren-Fahrer hat gerade mit einem Überholmanöver die Führung übernommen. Aber irgendeiner hat auch was verloren. Irgendeiner hat jetzt einen nicht mehr ganz heilen Frontflügel, würde ich jetzt mal schätzen. Also so hat es sich auf jeden Fall angesehen. Aber das ist ja das Problem, wenn die dann plötzlich bremsen und du bist schon zu nah dran, dann hast du schon verloren oder du bremst zu spät. Aber das ist halt meine Schuld. Da gebe ich den anderen nicht die Schuld, aber wenn es dann ja um ein Duell geht, wie zum Beispiel gegen Piastri, wo ich vorne bin und er fährt mir hinten rein, was soll ich machen? Also ich bin ja auf der Ideallinie, dann muss er bremsen. Und nicht ich. So, jetzt wird es gleich spannend hier, weil Norris hat gleich ein Problem. Der kann sich halt nicht verteidigen und wir können schön aufholen. Das ERS ist jetzt auch immerhin schon, ja, obwohl das noch nicht so lange hält. Oder es hält nicht länger als vorher. Und Sergio Perez kommt da dran. So, und jetzt wird Norris erstmal von Verstappen vorne geholt. Im besten Fall, ich werde von Sergio Perez geholt. Oder mal gucken, was jetzt abgeht. Ja, das ist halt ganz kompliziert hier. Ganz kompliziert. Norris vorne gegen Verstappen. Oh, enges Duell. Reifen an Reifen, Mann gegen Mann. Und vielleicht sind wir, ja, sowas wie der lachende Dritte. Leclerc musste dann nämlich auch gerade ausweichen. Ich glaube nochmal DRS. Ja, Perez mit der 1,34. Perez ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ja, leider. Und hier ist halt immer die Hoffnung, dass ich in der Schnecke von außen nach innen reinfahren kann und eventuell hier außerhalb irgendwas machen kann. Hier zum Beispiel reingestoßen, über die Curb drüber. Vielleicht auch nicht ganz sauber, aber es klappt nicht. Ja, nächste Kollision. Ich glaube, das mit diesen 5 Kollisionen, das werde ich nicht schaffen. Aber vielleicht hier später bremsen. Oh, ich gehe ja immer sofort ins Risiko. Aber genauso muss ich fahren, damit ich diese Plätze gut mache, weil anders kriege ich es nicht hin. Noch nicht. So stark ist das Auto leider noch nicht. Ein paar Upgrades müssen da noch gemacht werden. Russell macht das schon, wir machen das auch. Wir haben ja das letzte Rennen gegen ihn gewonnen. Und jetzt haben wir noch gleich, ja, eine Runde im Sprintrennen. Und dann hoffe ich, dass halt auch die Endplatzierung hier gleichzeitig die Startposition fürs richtige Rennen ist. Das wäre natürlich richtig geil. Ansonsten fahren wir einfach nochmal normal. Vielleicht gibt es auch im Sprintrennen jetzt mehr Punkte. Ich weiß ja nicht, welche Regeln noch verändert wurden. Da bin ich halt nicht so tief in der Formel 1 Materie drin. Ich werde es ja gleich sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich jetzt auch gleich nochmal, ja, doppelt, dreifach überholen. Mal gucken, je nachdem. Ich mache schon mal hier die Innenbahn auf. Natürlich bleibt Leclerc jetzt erstmal im Windschatten. Das ist mein Plan. Und dann ziehe ich hier wieder rüber. Genau. Vorne Norris und Verstappen machen jetzt die ersten beiden Plätze unter sich aus. Und ich versuche jetzt Platz 3 noch eine Runde zu verteidigen. Was eigentlich bislang ganz gut aussieht. Vorsicht. Oh, Strecke verlassen. Letzte Runde, los, letzte Runde. Und das wird dann auch im Rennen, glaube ich, sehr, sehr interessant. Besonders zwischen Norris und Verstappen. Ich glaube, McLaren, die haben auch ein ziemlich gutes Setup. Die sind auch in der Entwicklung. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar an Norris. Wie gesagt, jeder Platz hier bringt noch mehr Punkte. Von daher darf man sich hier nicht ausruhen. Und wenn man sich dann erstmal so ein bisschen eingegroovt hat, ist China auch eine Strecke, die man gut fahren kann. Zählt jetzt nicht mit zu meinen Lieblingsstrecken, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber man kann so fahren. Also ich glaube, die kann man im Rennkalender drin behalten. Da würde ich eher andere Strecken rausnehmen. So, jetzt zieht Norris natürlich ein bisschen weg. Hier hat die KI irgendwie wieder so einen heimlichen Boost bekommen. Da kommen wir einfach besser raus. So, jetzt, das ist entscheidend. So, DRS kriegen wir auf jeden Fall. Jetzt machen wir nochmal ERS an und dann wird wahrscheinlich Platz 3 dann unsere Endplatzierung. Was auch völlig okay ist. Ich bin super zufrieden momentan mit dem Sprintrennen. Wenn wir denn noch Platz 3 verteidigt kriegen gegenüber Leclerc, es ist auch noch nicht safe. Aber da müsste jetzt schon ganz schön viel schief laufen. So, wir haben jetzt hier 330 km/h nochmal.
könnte ja hier nochmal irgendwo versuchen. Oh. Nach innen. Ich wollte eigentlich innen nochmal überholen, aber ich wäre fast an Norris noch angeklatscht. Na gut, also es wird Platz 3 im Sprintrennen, oder? Warte mal, kriege ich Norris hier noch gecatcht? Nein, also Platz 3 im Sprintrennen, völlig okay. Und vielleicht ist das ja auch unsere Startplatzierung fürs richtige Rennen. Danke für deine harte Arbeit da draußen. Das war ein starkes Rennen und ein tolles Finish. Gut gemacht. So, das war's also mit dem Sprintrennen. Wir können dieses Wochenende aber noch viel mehr Action erwarten. Vor uns haben wir noch das Qualifying und natürlich auch noch den Grand Prix. Gut, also hier haben wir gerade die Bestätigung bekommen, dass wir erstens 6 Punkte geholt haben im Sprintrennen und dass ich jetzt nochmal ins Qualifying rein muss für das richtige Rennen, weil im letzten Spiel war es halt noch so, dass man bei der Endplatzierung fürs Sprintrennen auch gleichzeitig dann seine Startposition fürs richtige Rennen bekommen hat. Egal, machen wir nochmal eine gute Runde und dann starten wir rein ins richtige Rennen. So, Blitz-Qualifying, die zweite, diesmal aber fürs richtige Rennen. Ich weiß gar nicht, wieso die das jetzt geändert haben. Also ich fand das vorher eigentlich immer eine coole Sache. So hat man sich quasi einen Qualifying-Durchgang gespart. Warum sie das geändert haben, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Mich würde das wirklich mal interessieren. Warum sie das jetzt geändert haben, dass das Ergebnis im Sprintrennen nicht mehr für das richtige Rennen zählt. Das war ja sonst normalerweise so. Egal, wird schon seine Gründe haben. Vielleicht um noch mehr Geld zu machen, um noch mehr Sessions live ausstrahlen zu können. Das wäre so der erste Gedanke, den ich habe. Weißt du, mehr Sessions, hast du gleichzeitig mehr TV-Zeit, TV-Übertragung und viel TV-Übertragung heißt natürlich auch viel Geld. Das wäre jetzt so die erste Idee spontan, die ich habe. Aber ihr werdet das schon unten reinschreiben. Levin oder so, ihr wisst doch, wie das geht. Schreibt es doch gerne mal unten rein. Und hier sieht es auch momentan richtig gut aus. Ihr seht, wenn alles glatt läuft, dann können wir auch mithalten. Mit den anderen schon vorne. Und vielleicht ist ja heute ein Podiumsplatz drin. Je nachdem, wie wir jetzt hier die letzten Meter noch abschließen. Platz 1, 2, Norris ist vorne, dritter. Da ist Verstappen sicherlich auch noch mit dabei. Und jetzt die lange Gerade. Da kannst du halt jetzt mal gucken, wer hat das beste Setup. In der Endgeschwindigkeit haben wir locker hier über 330 km/h. Das kriegen wir hin. Mit Windschatten nochmal 5 km/h mehr, würde ich sagen. Möglichst spät bremsen, genau. Dann rum hier mit den Softs. Und dann könnte das ja für Platz 1 sogar reichen. Ein paar Sekunden Vorsprung vor Norris, wenn wir jetzt die letzte Kurve noch hinkriegen. Unfallfrei kriegen wir hin. DRS nochmal aktiviert und dann reicht das für unsere erste Pole Position. Jawohl. Und habe auch bei Steam ein Ziel erreicht. Erreiche deine erste Pole Position. Nennt sich oben am Spitzenende. Sehr schön. Super Runde. Auch hier sind die Kommentatoren wieder völlig sprachlos. Der schnellste ist der Glückspilz auf der 1. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht ist China so eine Art Turnaround jetzt. Hier dreht sich das Blatt. Hier steigen wir jetzt richtig rein in Kampf um die Weltmeisterschaft. Naja, wir gucken mal, wie das Rennen läuft. Auf geht's! Die volle Ladung China nimmt also jetzt hier in den Höhepunkt das richtige Rennen. Es geht los. 14 Runden. Erstmal ein bisschen auf Mediums und dann wechseln wir auf die harten Reifen. Ich bin gespannt. Ich vertraue meinem Team, dass sie das irgendwie gut hinkriegen. Die anderen Teams, die starten auch alle unterschiedlich. Mediums, Softs, harte Reifen. Also mal gucken, wer am Ende hier die beste Strategie hat. Harte Reifen würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ja, wir haben ja viele lange gerade Abschnitte. Ich weiß nicht, ob die harten Reifen sich da wirklich nützlich machen. Aber wir gucken mal. Piastri ist zum Beispiel jetzt schon auf den harten Reifen. Das heißt, er könnte wieder ein bisschen länger draußen bleiben. Dazu haben wir Norris hinter mir. Ich habe natürlich jetzt von Anfang an gleich die Arschkarte, sag ich mal. Dass ich immer wen im Rücken habe. Also Leute im Windschatten und so weiter. Oh, Rennen fortsetzen. Gab schon eine kleine Kollision. Das ist auf jeden Fall verständlich gewesen, ganz am Anfang. So, und ich hoffe jetzt einfach mal, ich wünsche mir Glück. Ich wünsche mir nur das Beste hier. Dass ich hier keine Kollisionen habe, weil das ist auch noch ein Ziel, das möchte ich gerne erreichen. Das ist nämlich dann auch für unsere Gesamtwertung ziemlich wichtig. So, hier gut rauskommen oder reinkommen in die Kurve. Und dann muss ich hier auf jeden Fall jetzt mal mit ERS ein bisschen Geschwindigkeit machen. Auch wenn ich dann am Ende der lang gerade 0% wahrscheinlich habe. Sonst kommt Norris, Verstappen, die kommen eh ran. Also so stark bin ich dann doch nicht, dass ich mich hier mit der reinen Motorleistung verstärken und verteidigen kann. Ich mache trotzdem die Tür auf. Weil ich ja am Ende der gerade immer den Vorteil habe, dann kurzzeitig nochmal nach innen ziehen zu können. Beziehungsweise nach außen, um dann nach innen ziehen zu können. So, hier auch aufpassen. Oh, ein Glück habe ich hier ABS-Kontrolle automatisch. DRS verfügbar.
Weil sonst hätte ich mein Auto schon längst verloren. Also in den Kurven noch auf dem Curb, also so gut. Ich glaube, das muss doch mit dem Lenkrad machen. Das ist mit dem Controller nochmal ein bisschen schwerer. Dann kannst du vielleicht nochmal gegenlenken und das irgendwie hinkriegen, aber mit Controller nicht. So, DRS ist jetzt schon am Start. Das heißt, wir kriegen jetzt schon massig Probleme. Aber ich versuche mein Bestes. Ich versuche wirklich keine Unfälle zu bauen, sage ich in jedem Rennen. Und dann ist doch immer irgendwie was dabei. Und ich bin gespannt, ob das mit den harten Reifen wirklich so gut funktioniert. Ich hätte vielleicht manuell nochmal umschalten müssen von Hard auf Softs, aber wir schauen mal. Vielleicht erweist sich ja unsere Strategie doch als gut heraus. So, jetzt wird es nämlich erstmal haarig. Norris direkt hinter uns, dann Verstappen. Piastri schon mal mit mehr als einer Sekunde Abstand. Das heißt, er wird kein DRS gegenüber Verstappen kriegen. So, und jetzt gib ihm, komm, hopp, mach den Flügel auf und... Obwohl, er kommt noch nicht an mir vorbei. Nee, dafür ist er noch zu weit weg. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen entspannter hier fahren. Also entspannter im Sinne von nicht rechts und links rüberrutschen, dass wir ihm den Weg versperren, sondern nochmal RS sparen. Dann haben wir vielleicht unsere beste Zeit. Ja, natürlich nochmal verbessert, aber die anderen natürlich auch. 1,35, 1,90. Die anderen werden das sicherlich aufholen. Die Leute mit Softs oder die Windschatten hatten und so weiter, die werden das schon machen. Ja, und wir haben uns so ein kleines bisschen Luft verschafft. Norris, Verstappen, dann erst Piastri mit 2,7 Sekunden Rückstand. Und wir machen das bislang ganz gut. Es läuft okay. Es läuft nicht nur okay, es läuft super. Klar, verteidigen müssen wir uns immer. Wir werden ihn noch irgendwann vorbeilassen müssen mit seinen Softs. Aber vielleicht bleiben wir 1-2 Runden länger draußen, können dann Vorsprung aufbauen. Das sind ja alles auch so Ideen. Da steckt ja auch eine Strategie oder eine Idee dahinter, warum wir mit Mediums starten und Piastri mit harten und Norris und Verstappen mit Softs. Die erhoffen sich ja auch einiges davon. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber wird schon irgendwie so sein. So, und wieder mit dem ERS. Ich muss es machen. Ich muss es einfach machen. Aber irgendwann ist halt der Zeitpunkt da, wo ich mich nicht mehr verteidigen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt der Fall. Kann ich auch ERS ausmachen. Ich mache die Tür auf. Oh, Norris will außen vorbei. Verstappen kommt in. Mal gucken, was Norris macht. Ich bremse ein bisschen später. Versuche hier außen lang. Ah, schaffe ich nicht. Nee. Aber ich hole ihn mir wieder zurück. Man muss jetzt hier aufpassen. Da sind wir wieder bei der Situation, dass ich auch mal ein bisschen zurückziehen muss. Aber da wollte ich jetzt gerade nicht. Da hatte ich jetzt gerade das Gefühl, da musste ich einfach noch mal reinziehen. Achtung. Weil da habe ich dann die Hoffnung, dass die KI auch mitdenkt und bremst. Und das macht sie ja, also hat sie ja gerade gemacht. Aber so wie in Australien zum Beispiel, kurz vor Schluss, da wird nicht gebremst. Wer bremst, verliert. Wenn ich mal so gucke, jetzt wir sind in der 5. Runde, also die Leute mit Softs, sie könnten entweder jetzt oder spätestens dann in den nächsten 1-2 Runden reingehen. Das heißt, es wäre Zeit für uns nochmal ein bisschen Vorsprung dann aufzubauen. Und hier kommen sie halt immer ran. Das ist ein Abschnitt, den gibt es irgendwie auf jeder Strecke. Da verliere ich halt unglaublich viel Zeit, weil ich wahrscheinlich auch nicht so fahre, wie man es fahren sollte. So, und wieder auf die lange Gerade und wieder verteidigen gegen Norris. Der ist jetzt ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir haben nicht so den Druck, dass er uns sehr gefährlich wird. Ich kann ERS jetzt mal ausschalten. Genau, er kommt zwar nah ran. Oh, gefährlich nah. Kommt quasi angeflogen, so. Aber wir kriegen das denn so jetzt. Entweder jetzt oder nächste Runde. Würde ich schätzen bei den beiden. Okay, noch bleiben sie draußen. Noch haben wir die beste Rennrunde. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Okay, also werden die beiden wahrscheinlich jetzt in der Runde reinkommen und ich dann in der nächsten Runde. Ich weiß ja nicht, was Russell drauf hat für Reifen.
Aber das muss halt heute auch klappen. Dann ist nicht nur das Podium möglich, sondern auch der erste Sieg. Von eventuell ganz vielen. Mal gucken. Ich sehe nur auf der Karte, dass unten rechts... Oh, jetzt habe ich mich verbremst. Zu spät gebremst. Weil ich zwischenzeitlich auf die Karte wieder geguckt habe, dass ganz hinten auch ein Ferrari wieder mit dabei ist. Sehe ich das richtig? Also Leclerc ist da. Oder ist das einfach ein Fehler? Habe ich vielleicht auch falsch gesehen. Also wenn das wirklich ein Ferrari sein sollte, dann wäre ja Sainz wieder irgendwo weiter hinten. Naja, jetzt geht es aber nicht um Sainz und Leclerc. Jetzt geht es um uns und Norris. Erstmal und Verstappen auch direkt dahinter. So. ERS eingeschaltet. Ich fahre schon mal ein bisschen weiter rechts rüber. Natürlich geht er mit. Verstappen zieht vielleicht vorbei. Wann zieht er nach innen? Na, Norris? Ja, jetzt zieht er nach innen. Er zieht aber rechts vorbei. Oh, er versucht es nicht wirklich innen, oder? Nee, brauchst du gar nicht versuchen. Ihr fahrt jetzt erstmal schön in die Boxengasse rein und ihr könnt dann Piastri oder Leclerc gleich mitnehmen. Dann bleibt Piastri noch draußen. Nee, bleiben immer noch draußen. Okay, die ersten Fahrer fahren schon rein. Dann fahren sie aber jetzt rein. Weil wir sind dann eine Runde später dran. Das muss ja irgendwie klappen. Aber Aston Martin fährt schon mal rein. Die haben schon mal eine andere Strategie. Es ist auch nur einer. Also auch nur ein Aston Martin. Dann hat er wahrscheinlich was anderes. Wenn er der Einzige ist, der reinfährt. Oder er hat einfach diese Strategie. Das weiß man nicht. Das ist in diesem Spiel... Okay, hör zu. Wir wollen Oha. das ERS schonen, also sollten wir es jetzt aufladen. Lade das ERS auf. 2 verbleibende Runden. Bis auf 53%. Oha, wie soll das denn gehen? Da muss ich ja nur Lift and Coast verwenden quasi. Oder vom Gas gehen. Zählt das auch, wenn wir in der Boxengasse sind? Dann müsste doch das ERS auch geladen werden, oder? Ja, das ist natürlich jetzt fies, weil ich muss es auf der langen Geraden, muss ich es halt aktivieren. Das werde ich nicht schaffen. Dazu verbraucht sich das ERS noch zu schnell. Das ist noch nicht so gut und so weit entwickelt, dass wir uns hier auf 60-70% sparen können. Das geht nicht. Ich werde das nicht schaffen. Wir haben zwar jetzt noch 2 Runden Zeit dafür, aber ich werde das nicht schaffen. Ich kann jetzt hier Lift and Coast anwenden. Einfach mal vom Gas gehen. Aber das geht nicht. Wir müssen ja jetzt nochmal das Dreifache, das Vierfache von dem, was wir jetzt haben, aufladen. So, jetzt aber. Geht in die Boxengasse rein. Lasst mich mal in Ruhe. Norris, Verstappen gehen rein. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Vorsprung. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,9 Sekunden. Und ich bin gespannt, ob das hier mit den harten Reifen, ob das so das Wahre ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich vertraue meinem Team. Da wird schon irgendeine Idee dahinter stecken. Wenn die anderen jetzt nämlich auch mit mir reingehen. Ich habe ja meine Boxengasse ganz vorne. Wenn ich das schnell hinbekomme, dann bin ich auch ganz schön wieder draußen. Aber das wird ein Kopf-an-Kopf-Duell dann auch mit Norris und Verstappen, wenn sie wieder draußen sind. Die sind nämlich jetzt schon wieder draußen. Also haben wir ungefähr 35 Sekunden Vorsprung, würde ich mal sagen, roundabout. Und Piastri, da achten wir auch diesmal drauf. Der müsste ja jetzt reingehen. Oder er geht noch später raus. Oder beziehungsweise er geht noch später rein. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht macht das so wie in Japan und bleibt halt wirklich bis gefühlt fast kurz vor Schluss draußen. So, jetzt benutze ich immer kein ERS. Weil Piastri kriegt auch kein DRS. Das ist ganz gut. Muss ich verteidigen. Aber wenn ich jetzt schon hier Lift and Coast anwende, dann verliere ich Zeit. Also ich darf hier nicht unnötig Geschwindigkeit verlieren. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. So. Und jetzt gib ihm. Also. Ich habe jetzt noch die Hoffnung, dass sich das in der Boxengasse richtig schnell auflädt. So, hier muss ich aufpassen. Nicht über die Abgrenzung drüber. Genau, so. Und jetzt heißt es hoffen und beten. Verstappen und Norris sind jetzt nämlich gleich auf der langen Geraden zu Ende. So 2,5 Sekunden. Hopp, hopp, hopp. Ich muss vor Piastri wieder raus. Losfahren, losfahren. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz Sehr, auf sehr dich und gut. die Crew. Piastri muss nämlich ein bisschen warten, bis Ocon draußen ist, glaube ich, oder Tsunoda. Und da kommen sie. Da kommen Verstappen und Norris.
Und die fahren an mir vorbei, glaube ich. Oh, das wird knapp. Oh, da kommen sie. Oh, und Russell kommt auch noch gleichzeitig mit dazu. Glaube ich, nee, Alonso ist es. Oh, Vorsicht. Alonso macht keinen Quatsch. Ah, ich hab's doch geschafft. Ja, nice. Also auf den letzten Metern wahrscheinlich noch geschafft. Oh, wieder eine Kollision. Dafür werde ich wahrscheinlich das Ziel mit der Kollision nicht schaffen. Das war jetzt bestimmt schon die dritte oder vierte. Aber vor Alonso, vor Verstappen, das ist noch wichtiger. Oh, wer kommt denn hier wieder rein? Alonso versaut mir das so ein bisschen. Also das Ziel werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Ich versuche mich jetzt hier zu verteidigen. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, aber kostet es, was es wolle. Ich will jetzt das Rennen hier gewinnen. Wenn ich hier schon unverständlicherweise mit harten Reifen unterwegs bin, Verstappen mal zum Beispiel Mediums. Sehr, sehr knappes Ding wieder, würde ich sagen, nicht? Jetzt wird es interessant. Norris auch direkt dahinter. Also wir haben den alten Abstand wieder, außer dass noch ein Auto dazwischen ist, was gar nicht so verkehrt ist. Aber ich glaube, Alonso, wenn der auch noch nicht drin war, ja gut, der zieht jetzt vorbei. Da brauche ich gar nicht links rüberziehen. Verstappen ist dann auch der Nächste, der vorbeizieht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich werde hier überholt. Gecatcht bis zum geht nicht mehr. Oh, Alonso und Verstappen, ey, lasst mich hier raus, wirklich. Regelt eure Angelegenheiten zu zweit, aber nicht mit mir. Lasst mich da raus. So, fährt er rein oder nicht? Nein. Also war er schon drin. Verstappen ist jetzt hinter mir. Alonso hat kein DRS. Da kommen noch ein paar Leute jetzt raus. Alonso, Russell war noch drin. Und wir kommen vor denen wieder raus. Oh Mann, wir haben ein bisschen eine richtige Traube hier zusammen. So, Vorsicht, Alonso. Neben mir direkt Verstappen. Der guckt mal vorbei. Wird ja aber nichts bringen. So, also wir haben jetzt auch noch zusätzlich Leclerc hinten kleben. Und wen haben wir da noch? Piastri sogar. Oh, da war Alonso noch nicht und der bleibt wirklich bis zum Schluss. Weil ihr seht ja unten auf der Karte, da sind noch zwei. Die waren auf jeden Fall noch nicht drin. Ich glaube, das ist Sainz. Ich glaube, der war doch ein bisschen weiter hinten. Und dann müsste das noch ein Williams sein. Oder ein Alpine, weiß ich gar nicht. Ob das die Farbe von Alpine oder Williams ist. Naja, ist ja auch egal. Wir haben auf jeden Fall genug zu tun. Norris vor Verstappen, okay. Hat ihn überholt. Aber ich kriege jetzt nochmal DRS, bevor Alonso reingeht. Das ist ganz gut, oder? 0,9. Da komm, das müsste ich kriegen. Oh, eine Sekunde. Nee, werde ich nicht kriegen. Oh, oh. Oder doch. Doch, ich kriege es. Ich brauche es auch. Ganz, ganz dringend. Vor Norris muss ich bleiben. Oh, das wird ganz knapp. Ein kleiner Spalt ist noch frei. Ein kleiner Spalt ist frei, aber jetzt nicht mehr. Nee. Da brauchst du gar nicht durchgehen, Norris. Und die letzten Fahrer sind drin und Alonso muss doch eigentlich auch noch rein, oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Also Alonso führt das Rennen an. Oder hat er diesmal eine ganz, ganz wilde Strategie? Das glaube ich nämlich. Oh, auch. 2,7 Sekunden. Ich komme nicht vorbei. Beziehungsweise er kommt nicht vorbei. Ja, ich habe wieder die Kollision gespürt. Gerade hier in der Schnecke, da nimmt niemand Rücksicht auf den anderen. So, und dahinter Leclerc, der ist halt auf den schnelleren Reifen unterwegs. Der kann sich auch nochmal nach vorne preschen. Also wir haben hier wirklich ein, ja, sehr, sehr spannendes, das spannendste Rennen eigentlich bislang in unserer Karriere. Wo eigentlich 4, 5 Fahrer, 6 Fahrer hier um den Sieg fighten. Alonso liegt vor dir. Wir können nicht zulassen, dass sie uns zu lange aufhalten. Versuchen wir also, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Los, los! Gut, wir haben noch 2 Runden Zeit. Im besten Fall fährt er nochmal in die Boxengasse, aber dann war er schon in der Boxengasse. Ansonsten würde das Ziel nicht kommen, das wäre zu easy. Norris ist hinter uns. Den Abschnitt, den kriege ich nicht ideal hier. So, und ich kriege jetzt auch kein DRS, weil es war mehr als eine Sekunde. Jetzt werde ich überholt, Stück für Stück. Jetzt kommt Norris erst vorbei und dann Verstappen. Das war nicht gut gemacht, nee. Jetzt könnte ich meinen Podiumsplatz verlieren. Das ist ganz, ganz bitter. Ich kann es nur noch verteidigen, indem ich hier die Räume zumache, aber das bringt nichts. Nee, das wird zu eng. Indem ich jetzt später hier bremse. Das hat geklappt. Jetzt kriege ich aber auch kein DRS. Der war echt schon drin. Was hat Alonso denn für ein Rennen gefahren, ey? Oder war er derjenige, der dann als einziger in der Boxengasse war? Weil wenn ja, dann ist sein Plan voll aufgegangen. Dann ist sein Plan richtig gut aufgegangen. Jetzt zieht der hier innen wieder vorbei. Oh, Vorsicht.
Ich sage ja, in der Schnecke, das ist am gefährlichsten. Da schauen die nicht nach rechts und links, da haben so Scheuklappen auf. Hauptsache ich. Das ist ganz, ganz komisch. Aber trotzdem weitermachen. Wir sind noch Zweiter und das ist ja manchmal das Geile hier im Spiel auch, dass man wirklich bis zum Schluss hier fokussiert fahren muss. Aber ich will halt vorne auch rankommen, aber ich komme vorne nicht ran. Deswegen ist jetzt auch die Frage, ob das mit den harten Reifen so eine geile Idee war. Ich glaube nämlich nicht. Ich hätte vielleicht Mediums Softs gemacht und dafür vielleicht eine Runde weniger auf den Mediums. Sehr, sehr bitter. Ich kriege wieder kein DRS. Ich war 1,058. Das langt wieder nicht. So, und jetzt wird Norris auch vorbeikommen und Verstappen auch. Das kriege ich nicht hin. Ich kriege auch vorne Alonso nicht. Ohne DRS. Obwohl er halt auch kein DRS hat. Das ist ja das Bittere. Dass er auch kein DRS bekommt. Aber vielleicht ich jetzt. Dadurch, dass ich kurzzeitig hinter Norris war. Bekomme ich vielleicht DRS. Ich bekomme es auf jeden Fall. So, ich mache hier ganz eng. Gehe hier innen vorbei und versuche halt dadurch immer wieder meinen Platz wieder zu bekommen. Und ich kriege jetzt DRS und er nicht. Jetzt haben wir noch 2 Runden. Sainz mit der schnellsten Runde 1,35. Und Alonso wird, warum auch immer, dieses Rennen gewinnen. Also wenn er jetzt nicht noch ausscheidet oder irgendeiner an uns vorbeizieht, dann wird er das Rennen gewinnen. Und wenn ich dafür Zweiter bleibe, ist das auch völlig okay. Völlig in Ordnung. Das nehme ich dann gerne mit, aber ich muss es jetzt noch 2 Runden verteidigt bekommen. 3 Runden, 2,5. Dann muss ich halt auch hier diesmal ERS verwenden. Damit ich wenigstens ins DRS-Fenster reinkomme und Abstand gewinne. Das muss ich dann diesmal leider so machen. 0,9, dann wäre ich ja drin im Fenster. 0,8, da wäre ich auch noch drin und wir entfernen uns ein bisschen von Norris. Ich bin wieder nicht drin. Wieder 1,080. Jetzt aber 0,997 zwischenzeitlich. Ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht, im DRS-Fenster zu sein und zu bleiben. Und dann werde ich von hinten natürlich wieder gecatcht, weil ich kein ERS habe. Jetzt kommt Norris natürlich und rauscht an mir vorbei. Verstappen ist dann der nächste, den lasse ich aber nicht vorbei. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Da will ich versuchen, hier Platz 2 wieder zurückzuerobern. Ja, dann nehme ich auch die Kollision in Kauf. Auch wenn er mir von der Seite reinfährt, aber das will ich jetzt hier halten. Ja, Alonso vorne will ich nicht mehr kriegen, das ist okay. Das habe ich jetzt mittlerweile verstanden, dass er das Rennen gewinnt, aber dahinter. Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, aber Kopf hoch. Dahinter wird sehr, sehr eng. Und wieder in der Schnecke. Achtung, Norris. Diesmal mache ich hier die KI, diesmal ziehe ich einfach blind drüber. Aber die KI kriegt das auch immer verteidigt. Ist euch das mal aufgefallen? Nach wie vor, wenn die in irgendeine Kollision gerät, die bleibt standhaft. Die dreht sich nicht. Aber Verstappen hat Norris überholt. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden davon getragen, von dieser kleinen Kollision. Leclerc ist nämlich auch direkt dahinter. Und jetzt hier 0,7, 0,8. Hier komme ich immer ran, aber dann kurz vor dem Abschnitt, da verliere ich dann wieder Zeit. Da komme ich auch dann nicht ins DRS-Fenster rein. 1,0, 1,099 ist immer ganz knapp, sauknapp. Das ist so schade. Weil ich halt jetzt wieder den Druck von hinten spüre. Und von Verstappen gecatcht werde. Ich kann nichts machen. Der wird jetzt an mir vorbeiziehen, dann kann ich auch noch so weit nach rechts oder links fahren. Er will den Windschatten mitnehmen. Ich ziehe rüber, er zieht wieder links rüber und ich bremse ihn. Achtung, 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 fahr nicht hinten links rein. So, die letzte Runde jetzt. Komm, Alonso, du warst noch nicht drin. Fahr noch mal rein. Nee, schade, okay. Also Alonso gewinnt das Rennen auf jeden Fall, da wird nichts mehr passieren. Jetzt geht's ums Podium. Muss hier Platz 2 oder 3 auf jeden Fall verteidigt bekommen. Da lasse ich dich nicht vorbeifahren. Oh, die fahren aber sehr, sehr aggressiv, ey. Als würden sie gleich hinten drauf fahren auf mich. So aggressiv sind sie mit dabei.
Mit Softs wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Also ich bin der Meinung, wenn ich hier mit Softs durchgefahren wäre nach dem Boxenstopp, hätte ich vielleicht auch Alonso bekommen. Aber mit harten Reifen, da kann ich zwar schön aggressiv fahren, gar keine Frage, aber ich bin halt nicht so schnell unterwegs wie mit Mediums oder mit Softs. Das ist halt leider der Nachteil an den harten Reifen. Aber es wird ja auch irgendeinen Grund haben. Also die wissen schon, was sie da machen. So, gleiches Spiel hier, 0,7, 0,8. Hier bin ich im DRS-Fenster und dann, wenn es vorne rangeht an die Kurve, da bin ich wieder außerhalb des DRS-Fensters. Ich verstehe nicht, warum. Ich würde es gerne verstehen, aber ich bin jetzt drin. So, 0,8 Sekunden. Jetzt bin ich aber drin gewesen. Jetzt ist es aber zu spät. Jetzt komme ich nicht an Alonso ran. Jetzt muss ich das nutzen, um mich zu verteidigen. Ich komme vorne an Alonso nicht ran. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Nach vorne jetzt, meine ich, oder? Vielleicht sogar doch. Oh, ich komme rangeflogen. Doch, das könnte vielleicht doch sogar noch was bringen. Vielleicht hier den Last-Second-Sieg. Natürlich. An Alonso vorbei. Im entscheidenden Moment. Und ich hole mir doch noch den Sieg. Das gibt's doch gar nicht. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Wir holen uns den ersten Sieg. Mit ein paar Rangeleien, ein paar Kollisionen. Aber ist egal. Wir holen uns auf den letzten Metern doch noch den Sieg. Yes, yes! Lasst was hören, Leute! Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Das war der Sieg hier in Shanghai. Und was für einer! Ein unglaublicher Grand Prix. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also wir haben auf jeden Fall erstens mal unser erfolgreichstes Wochenende. Ist ja auch nicht so schwer, wenn man vorher nichts gewonnen hat. Beendet 31 Punkte insgesamt durch die 25 im Rennen. Sind wir jetzt auch natürlich in der Rangliste ein bisschen weiter nach oben gekommen. Zwar auf dem 8. Platz. Natürlich ist Verstappen immer noch vorne mit 101 Punkt. Aber wir haben jetzt auch nur noch 63 Punkte Rückstand. Und wenn das so weitergeht, wenn wir weiterhin solche spannenden Rennen hier fahren, unfassbar auf den letzten Metern. Ich hätte nie damit gerechnet. Selbst mit DRS habe ich gedacht, okay, reicht nicht. Aber dann sind wir ja angeflogen in Alonsos Windschatten. Und dann ist er sogar noch auf Platz 4 gefallen. Ist das bitter. Das ist echt sehr, sehr bitter. Oder nee, Rennergebnis, er war Zweiter. Ist er vom gesamten Wochenende. Ja, also, so kann es weitergehen. Auch für unsere Gesamtwertung ist das natürlich überragend. Alleine die Überholmanöver und natürlich der Sieg, der hilft natürlich enorm in allen Bereichen. Bei Konzentration haben wir jetzt eine 59, Gesamtwertung ist bei 67, also es geht Stück für Stück nach oben. Was das wie gesagt bedeutet, jetzt haben wir schon inklusive 8% Bonus. Letztes Mal hatten wir 7% Bonus. Bin ich immer noch leider nicht dahinter gekommen, was es heißt. Erstes geheimes FE-Upgrade, vielleicht ist das die Wahrscheinlichkeit, dass wir das zuerst kriegen, keine Ahnung. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Bei den Experten haben wir, glaube ich, auch bis auf die Kollision haben wir alles erreicht, ne? Gucken wir nochmal. Oder haben wir das doch auch erreicht? Ah, ne, das haben wir auch geschafft, okay. Mit 4 Kollisionen mit anderen Autos ab. Das kam mir viel mehr vor. Also ich habe gedacht, wir haben mindestens mal 5 oder 6. Weil im Rennen alleine waren ja schon so viele Berührungen mit dabei. Vielleicht zählt das auch erst, wenn wir wirklich mit einem zusammenprallen. Ich weiß es ja nicht. Oder wenn da oben steht, Verwarnung, Kollision verursacht. Das weiß ich ja nicht, wie das hier vom Spiel gehandhabt wird. So, rein in die Zentrale, immer noch Hausnummer 47. Und jetzt hoffen wir, dass wir auch ein paar mehr Upgrades kriegen. Wie zum Beispiel das Strapazierfähigkeits-Update. Oh, schon wieder geheimes Treffen hier. Ich werde verrückt. Na, so geheim ist es nicht.
Orlin will uns haben. Orlin heißen sie, glaube ich, ne? Treffen mit Visa Cash App RB. Ja, dann lege ich sofort ab. Da brauche ich gar nicht weiter mit reingehen. Kannst du gleich wieder aufstehen? Da hat sich der Flug nach Monaco oder wo das hier ist, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und tschüss. Hey, ich habe mich noch einmal mit ein paar Leuten aus dem Team unterhalten. Ja. Sie sind begeistert von der Loyalität, die du Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier Schleifblock-Update nicht geschafft. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um nach einem Bonus zu fragen. Oder einem Brot. Oder was auch immer ihr so macht, wenn ihr nicht Auto fahrt. Okay, Wie nach einem ich weiß, Boost. dass Ach so. wir einige neue Entwicklungen erwartet haben. Aber Aha. einige davon sind leider Spielerkraft nicht hier. durch die E-Mails, Qualitätskontrolle ungelesene gekommen. E-Mails, was haben wir hier? Wir müssen dem Team über den Ach, Glückwunsch, ich habe FOD-Bildschirm eine- mitteilen, ach Gott. was neu entwickelt werden soll. Ich habe eine Trophäe erhalten. Achso, das ist nur von Steam hier oder was? Von Codemasters. Eine Grand Prix-Trophäe, super. Schicken Sie mir die jetzt zu oder wie? Kann ich mir die dann irgendwo hier hinstellen? In mein Zimmer oder so? So, 293 Ressourcenpunkte. Wir müssen erst wieder ein paar mehr Ressourcenpunkte kriegen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Nase, besseres Material für den Turbo und Heizdecken sind auch fertig und angekommen. So, dann machen wir mal die Spezialisten hier. Wen haben wir? Wir haben den Fertigungsexperten. Da haben wir einmal, haltet die Reifen in einer Session unter 120 Grad bei trockenen Bedingungen, 100 Grad bei Intermediates und 90 Grad bei Regen. Gut, da es in Miami nicht regnen wird, hoffe ich. Schließe während eines Rennwochenendes 3 Runden mit mindestens 2 verschiedenen Motorkomponenten ab. Ah, wir machen vielleicht mal die Reifen. Ich glaube, das sollte ich irgendwie hinkriegen. So, dann haben wir Windkanalingenieur nicht zur Verfügung, aber den Triebwerksberater. Erreiche im Qualifying eine Position von 5. oder besser, beinhaltet Sprint-Qualifying. Haben wir ja in Miami, glaube ich, gar nicht. Und schließe beim Qualifying besser ab als das andere Teammitglied. Ja gut, ich würde mir schon zutrauen, dass ich auf jeden Fall 5. werde oder besser. Ob ich besser bin als Russell, weiß ich nicht. Aber wir machen mal das Ziel. Dann haben wir hier: Schließe im Training eine Runde mit 2 Reifensätzen ab oder verbringe während eines Rennwochenendes mehr als 45 Sekunden im 4. Gang. Da ist halt auch die Frage wieder, zählen diese 45 Sekunden am Stück oder nicht? Weil wenn nicht, dann schaffe ich das locker. Ich mache es jetzt einfach mal, ich vertraue mal auf meine Naivität. Und dann haben wir noch hier bei der Strategieanalystin: Schließe das Rennstrategie-Trainingsprogramm für 2 verschiedene Reifentypen ab oder schließe während eines Rennwochenendes ein Trainingsprogramm ab. Ja gut, das ist ja hier geschenkt. Also manche Ziele oder diese Ziele hier mit diesen Analysten und Spezialisten, die sind ja mehr oder weniger geschenkt. Also manche. Nicht alle. Für manche musst du dich auch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Aber Miami ist jetzt auch eine schöne Strecke. Habe ich eigentlich auch immer gute Erinnerungen dran. Und ich hoffe, dass wir kein Sprintrennen haben. Also ab und zu Sprintrennen ist okay, aber ich brauche jetzt nicht alle 2, 3 Rennen. Hier brauche ich ein Sprintrennen. Und vor allem 2 verschiedene Qualifyings. Das finde ich auch ein bisschen doof. Also das finde ich nicht gut, aber ich mache ja nicht die Regeln. Ich habe darüber zum Glück nicht zu entscheiden. Aber es ist schon wieder ein Sprintrennen. Okay, dann... Das sollte oder hätte mir klar sein sollen, als bei den Spezialisten gefragt wurde oder als da geschrieben war, beinhaltet auch Sprint-Qualifying. So hätte ich es mir eigentlich schon denken können. Also wir haben wieder ein Sprintrennen. Sprint-Qualifying, 14 Runden, wir schaffen das. Wir sind richtig gut mit dabei, das ist auch ganz gut hier. Wir sind ein kleines bisschen nach oben jetzt auf einer 67. Das Ziel ist eine 69. Vertragserfüllung, ein paar Runden oder ein paar Rennen haben wir jetzt schon gefahren. Können wir hier noch irgendwo aufrüsten? Nee. Können wir nicht, das ist alles abgeschlossen. Ich bin gespannt. Wie sieht's aus mit dem Setup? Wir sind 4. Okay. Ganz knapp mit Ferrari auf einer Höhe. Wenn dann hier Aerodynamik abgeschlossen ist, McLaren auf der 2 und Red Bull auf der 1 oben. Also es wird sehr, sehr spannend, aber ich bin zufrieden bislang. Wir haben einen 10., einen 13., 19. Das war leider nicht so gut. Jetzt vielleicht mit Japan 7. Platz und der 1. Platz in China. Vielleicht ist das ja so eine Art Turnaround gewesen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch. Es war ein langes Video, eine XXL-Folge mit 2 Rennen. 2-mal Qualifying hier in China. Und genau dasselbe machen wir dann nochmal in Miami. Also macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.